Tipps, die das Anziehen von Pullovern und Jacken erleichtern. Wie geht es? Ergotherapeutin Nicole besucht ihren Patienten Steve zu Hause. Sie will ihm Techniken zeigen, die seinen Alltag erleichtern. Viele Dinge, die gesunde Menschen selbstverständlich und nebenbei machen, können für Parkinson-Patienten eine Herausforderung sein. Zum Beispiel Pullover anziehen. Voilà, das ist sech beim Heim undoen, wo echt opgefallen ist, wo ich gesagt habe, komm immer helfen, den Pullover hochziehen oder Jacket undoen. Nicole schaut sich an, wie Steve normalerweise einen Pullover anzieht. Bei ihm wurde vor 6 Jahren Parkinson diagnostiziert. Wie bei vielen Patienten beeinträchtigt die Krankheit eine Körperseite stärker als die andere. Bei Steve ist vor allem der linke Arm betroffen. Das bereitet ihm auch beim Pulloveranziehen Probleme. Das hat nicht so ganz schlecht ausgesehen. Und wie war es für dich? Ich bin nervös dabei. Den zweiten, da verhärtere ich mich dran. Und ich dann über den Kopf gezündet, als alles verdreht, die Arme sind verdreht, ich kriege nicht direkt dünn, dann muss ich 3-mal Notziehen und die Arme richtig drehen, für mich dann gut zu spüren. Nicole sind 2 Dinge aufgefallen, die Steve verbessern kann. Die meisten Leute, die fangen mit der falschen Seite an. Und wenn sie mit der guten Seite anfangen, dann geht die erste Bewegung ganz gut. Und dann mit der zweiten, dann hängen sie, weil der Arm ist nicht so beweglich. Außerdem hat Steve leichte Probleme, das Gleichgewicht zu halten, während er den Pullover anzieht. Darum empfiehlt Nicole, den Pullover im Sitzen anzuziehen und den schwächeren Arm zuerst in den Pullover zu schieben. Machen wir eine große Bewegung, den Arm dran. Dann gehen wir mit dem guten Arm auch dran. Und eine große Bewegung und dann ziehen wir es über den Kopf. So, der Pullover auf die Knie. Dann mit dem schlechten Arm und mit einer großen Bewegung dran. Tipptopp. Und dann gucken, wo das andere Loch ist. Auch mit einer großen Bewegung. Und dann über den Kopf. Voilà. Okay, ihr seid gut aus. Wie war das? Das ist mir einfach, weil ich habe gemerkt, dadurch, wo ich auf der Schoß lehne, habe ich keine gehudelt mit freien Händen und sichern dann den nächsten Arm. Und dort draußen habe ich auch ruhig Zeit für den zweiten Arm zu sichern und dann über den Kopf zu ziehen. Geht mir einfach. Beim Jacke anziehen ist Hinsetzen zwar unpraktisch, aber auch da empfiehlt Nicole, mit dem schwächeren Arm zu beginnen und große Bewegungen zu machen. Okay, tipptopp.